Ich finde mich hier gar nicht zurecht. Alles, was ich brauche, sind Werke zum Thema Immunologie. Aber wo sollen die denn stehen? Im Online-Katalog steht nur diese Signatur mit Buchstaben und Nummern, die für mich keinen Sinn ergeben. Bing! Ach stimmt, letztens habe ich auf dem YouTube-Kanal der Universitätsbibliothek doch ein Tutorial zur Aufstellung der Medien gesehen. Das sollte ich mir einmal näher anschauen. Sehen wir uns zuerst eine Signatur der Hauptbibliothek an. H80 PT 340 J95 4 plus 3. Ganz schön lang. Ganz vorne ist das Lokalkennzeichen, eine Kennzeichnung der Bibliothek, welches sich jede Bibliothek selbst aussuchen darf. H80 ist also der Standort, an dem sich das Buch befindet. In diesem Fall wäre das die Lehrbuchsammlung der Hauptbibliothek. Das H steht für die Hauptbibliothek und die 80 steht für die Lehrbuchsammlung. Die Signatur wird noch in 3 weitere Teile geteilt, und zwar in die Notation, die Katterung und die formalen Kennzeichen. Dieser Teil ist die sogenannte Individualsignatur. Das bedeutet, sie ist bei jeder Bibliothek, die diese Art von Aufstellung verwendet, gleich. Nur das Lokalkennzeichen ändert sich, abhängig von der Bibliothek. Sehen wir uns zuerst die Notation genauer an. Die Medien in unseren Lesesälen in der Hauptbibliothek sind nach der Regensburger Verbundklassifikation, kurz RVK, aufgestellt. Hierbei handelt es sich um ein System zur thematischen Ordnung von Medien in Bibliotheken. Die RVK besitzt 34 Hauptgruppen, die jeweils ein Wissenschaftsfach darstellen, die alle durch 1 bis 2 Großbuchstaben gekennzeichnet sind. Die thematische Feingliederung erfolgt durch eine 3- bis 6-stellige Nummer. Nehmen wir doch direkt PT 340 als Beispiel. Unter dem Buchstaben P stehen Bücher zur Rechtswissenschaft. Durch einen weiteren Buchstaben wird das Fachgebiet weiter untergliedert. Hier mit einem T für internationales Privatrecht. Jetzt folgt eine, in diesem Fall 3-stellige Nummer, die das Thema noch weiter untergliedert. Von PT 320 bis 520 wird das internationale Privatrecht weiter nach verschiedenen Ländern unterteilt. Unter den Nummern PT 322 bis 355 findet man die Medien zu Einzeldarstellungen in Deutschland. Und unter der Nummer 340 findet man alles zum internationalen Zivilverfassungsrecht in Deutschland. Ach so geht das. Okay, das war eigentlich ganz einfach. Und wenn ich Bücher zum Thema Immunologie möchte? Auf der RVK-Seite der Universitätsbibliothek Regensburg kann man nachsehen, welches Fach unter welchen Buchstaben gefunden werden kann. Beim Thema Immunologie handelt es sich um ein biologisches Thema. Somit findet man hierzu Bücher unter dem Buchstaben W, welcher für das Fachgebiet Biologie steht. Die Immunologie findet man dann unter BF 9800 bis 9920. Wie bereits erwähnt, hat die Signatur aber noch weitere Bestandteile. Um alle Bücher innerhalb einer Notation unterscheiden zu können, folgt nach der Notation die sogenannte Katterung. Die Katterung, auch Cutter-Samburn-Notation genannt, wurde von den Bibliothekaren Charles M. Cutter und Kate Emery Samborn weiterentwickelt. Es ist ein verschlüsseltes Ordnungswort, welches den Autor oder Herausgeber eines Werkes darstellt. Zuerst zeigen wir euch, wie man vom Autor bzw. Herausgeber auf dieses Kürzel kommt. Gekattert wird immer der Nachname der ersten Person. Wenn man die Katterung selbst herausfinden möchte, geht es auch auf der Seite der RVK unter dem Register Cutter Joe. Dort kann einfach der Nachname des Autors eingegeben werden und dann wird angezeigt, wie dieser Name gekattert wird. Nehmen wir doch mal direkt ein Beispiel. Der Autor ist Abo Juncker, also geben wir im Cutter Joe Juncker ein. Das Ergebnis ist J95, wie in der Signatur. Als letztes folgen nun die formalen Kennzeichen. Das sind in diesem Beispiel nur 2, die vorkommen können.
Hier wären es zum einen die Auflage und die Exemplarzählung. Die Zahl der Auflage wird immer in Klammern geschrieben und die Zahl des Exemplars wird mit einem Pluszeichen gekennzeichnet. Zum besseren Verständnis folgt ein Beispiel, welches die 3 Bestandteile der Individualsignatur verbindet. Hierzu verwenden wir den Prometheus Lernatlas für Kopf-, Hals- und Neuroanatomie von Michael Schünke. Zuerst finden wir die Notation heraus. Man kann auf der Seite der RVK Schlagwörter eingeben und so nach einer passenden Notation suchen. Dann werden rechts unter Ergebnisse der Benennungssuche die Treffer zur Suche angezeigt. Wenn man darauf klickt, sieht man, wo genau das Gesuchte steht. Da der Prometheus ein Lernatlas ist, entscheiden wir uns für die Notation WW 1454. Nach der Notation folgt die Katterung für dieses Buch. Der Autor heißt Michael Schünke. Wenn wir diesen Namen nochmal in den Cutter Joe eingeben, wird er zu S385. Wenn derselbe Autor mehrere Bücher zum gleichen Thema geschrieben hat, muss der Titel nochmal untercuttert werden. Michael Schünke hat auch andere Bücher zur Anatomie des Menschen geschrieben. Deshalb wird hier der Titel nochmal untercuttert. Jetzt folgen die formalen Kennzeichen. Gibt es verschiedene Auflagen zum gleichen Buch, wie in unserem Beispiel die 5. Auflage, wird die Auflagenzahl in Klammern ergänzt. Gibt es von ein und demselben Buch dann noch mehrere Exemplare, werden diese durch ein Pluszeichen gekennzeichnet. Machen wir das gleiche nochmal, nur mit dem Autor Johannes Sobotta. Besteht ein Buch aus mehreren Bänden, wie der Sobotta Atlas der Anatomie des Menschen, werden diese durch einen Bindestrich eingeleitet. Nehmen wir den 2. Band aus der Reihe als Beispiel. Das bedeutet, dass wir die Nummer 2 als Bandnummer mit einem Bindestrich davor angeben müssen. Vom Band 2 kann es auch wieder verschiedene Auflagen geben. Und wenn wieder mehrere Exemplare vorhanden sind, werden diese hinten angehängt. Das wäre dann der Atlas der Anatomie Band 2, Innere Organe. Zur besseren Übersicht folgt nun noch eine kurze Zusammenfassung. Dazu nehmen wir ein Buch, welches tatsächlich alle Systemstellen hat. Das kommt aber sehr selten vor. H80 PD 3003 H489 B5-1 16 plus 5. H80 ist das Lokalkennzeichen der Bibliothek. Darauf folgt die Notation, welche das Wissenschaftsfach verschlüsselt. Danach beginnt die Katterung. Durch ein Leerzeichen wird das Fachgebiet vom verschlüsselten Namen des Autors getrennt. Danach folgt nach einem weiteren Leerzeichen die Unterkatterung des Titelanfangs. Diese ist nur nötig, wenn derselbe Autor etwas zum gleichen Thema schreibt. Die formalen Kennzeichen beginnen mit der Bandangabe, die man an dem Bindestrich vor der Ziffer erkennt. In Klammern steht die Auflage des Mediums und als letztes folgt die Exemplarzählung. Fun Fact: Die maximale Länge der gesamten Signatur beträgt 30 Stellen. Jetzt weiß ich zwar, was die einzelnen Bestandteile der Signatur bedeuten, aber ich weiß immer noch nicht, wie ich die Bücher im Lesesaal finden kann. Nun zeigen wir euch noch, wie ihr die Bücher im Lesesaal findet. In der Hauptbibliothek ist das ganz einfach aufgebaut. Im ersten Obergeschoss stehen alle Lehrbücher. Im Gebäudeplan sind das die blau markierten Regale. Diese Bücher haben blaue Signaturschilder und können ausgeliehen werden. Im zweiten Obergeschoss findet ihr den Präsenzbestand, der nur vor Ort angesehen werden darf. Wenn man im ersten Obergeschoss in den Lesesaal 1 geht, steht man direkt vor dem Regal mit den Büchern mit der Signatur H80a. Dann geht es alphabetisch weiter. Bei WI hört es aber im Lesesaal 1 auf. Der Rest, also WW bis ZX, steht dann im Lesesaal 2. Die Beschriftungen an den Regalseiten helfen euch dabei, herauszufinden, welche Bücher in welchem Regal stehen.
Beachte, dass nicht jeder unserer Standorte ausschließlich die RVK verwendet, wie zum Beispiel die Technisch-Naturwissenschaftliche Zweigbibliothek oder einige Teilbibliotheken. Auch die Hauptbibliothek benutzt noch eine andere Aufstellungsart, die aber in einem anderen Tutorial erklärt wird. Bei Bedarf kannst du gerne vor Ort um Hilfe bitten.